ist der Aratos. Schön, dass ihr zu dem zweiten Teil reingeschalten habt. Und in dem zweiten Teil werde ich euch heute den Bereich Basic zeigen, den Bereich Sandbox zeigen und den Bereich Advanced zeigen. Dazu ganz, ganz wichtig, es kamen ein paar neue Updates gestern Abend und ich werde auch mal darauf eingehen. Als allererstes haben wir eine neue Divisionsleague. Das heißt, indem man gewinnt, bekommt man Divisionspunkte. Fängt mit Bronze an, steigt zu Silber, steigt zu Gold. Und genau, also man kann hier im Game selber jetzt auch nochmal eine Division leveln. Wenn man natürlich verliert, verliert man natürlich dadurch auch wiederum Punkte. Und genau. Ja, ansonsten, was kam noch neu dazu? Neu kam mit dazu der Battle Pass. Wir gehen mal auf den Battle Pass drauf. Wie ihr seht, gibt es einmal den Recruit Pass und den Elite Pass. Den Elite Pass kann man sich kaufen für $10 und dementsprechend dann die Reihe auch noch zusätzlich freischalten. Man bekommt Skins, man bekommt eine Chest, man bekommt bestimmte Sachen noch zusätzlich zu dem Elite Pass selbst. Man bräuchte aber so gesehen den Elite Pass nicht unbedingt, weil man über Recruit Pass ganz normal spielen kann. Man levelt sein Level, indem man die Dailies macht, Battle Pass Punkte. Je nachdem kriegt man 60 Battle Pass Punkte und dann nochmal die personalisierte Quests. Wenn man 15 Daily Quests fertig hat, bekommt man auch sogar nochmal 300 Battle Pass Punkte. Und so tut sich das Ganze dann, wie ihr seht, dann hier leveln. Ihr fangt mit Level 1 an, geht zur 2 über und es geht bis zur 14 und wahrscheinlich sogar dann noch drüber hinaus. Ja, des Weiteren, was noch neu mit dazu kam, ist die neue Heldin. Und zwar, ihr habt das ja, Kali. Kali ist ein Gods of the Void, Attack Energy, Supporter Class, also Heilung und Schaden. Wie ihr hier auf der rechten Seite seht, habt ihr auch dahingehend die Attribute, die Fähigkeiten. Und genau, sie macht heilige Feuerbälle auch als Schaden. Sie kann 20% Schadensreduzierung der Gruppe beifügen und hat auch eine Sturm-Attack, wo sie in die Luft springt und Feuerbälle regnen lässt. Also ein sehr cooler Charakter. Ich werde mir den Charakter die Tage jetzt auch mal angucken und wahrscheinlich in einem anderen Video auch mal näher darauf eingehen, wie ich dann halt auch auf die ganzen anderen Klassen nochmal eingehen werde. Was für Fähigkeiten, wie spielt man sie am besten. Genau, das dazu. Ja, wir gehen mal auf Home, wir gehen auf Crafting, wir gehen auf den Shop, gehen auf Characters und da haben wir sie auch nochmal. Sie kostet uns 20.000 Charts. Hier haben wir die Figur, sieht sehr cool aus, sehr schönes Design. Die werden wir natürlich auch gleich kaufen. So, damit haben wir Kali jetzt auch in unserer Heldenliste. Wie gesagt, da werde ich die Tage mal reinschauen, das Tutorial machen und mir das mal ganz genau anschauen, was da zu tun ist. Genau. Ich denke, das sind erstmal die großen Hauptveränderungen. Im Spiel selbst sind auch Veränderungen. Zum Beispiel der Attributshop. Der hat sich auch nochmal verändert. Da sind nochmal einige Attacks und Attribute dazugekommen. Ich werde in dem Video da auch nochmal genauer drauf eingehen, was genau sich dahingehend verändert hat. Gut, okay, dann würde ich sagen, wir starten dann einfach mal direkt los und zwar mit den Basics. Ja, hier starten wir natürlich auch gleich. Grab your rifle, bring your right hand to your right shoulder and hold the grab button on your controller. Wie ihr seht, ist hier auch alles auf Englisch. Ich werde jetzt hier nicht ganz genau aufs kleinste Detail gehen. Ja, euch wird hier wirklich gezeigt, wie ihr was zu machen habt. Ihr greift euch eure Waffe und könnt euch auch eure
Magazin nehmen von der Seite, so wie ihr es euch einstellt, ob ihr mit links oder rechts spielt. Ich bin zum Beispiel ein Linkshänder, spiele aber mit der rechten Einstellung, weil ich dadurch zusätzlich mit meiner rechten Hand die Stun-Granate ziehen kann und auch mit der rechten Hand Schilder stellen kann. Und meine Heilung allgemein auf die Gruppe mit der linken Hand geben kann. Dadurch muss ich natürlich die Waffe fallen lassen und kann dann dadurch auch heilen. Deswegen wundert euch nicht, das Zielfernrohr, die Munitionsanzeige ist eigentlich auf der Seite, wenn man es eingestellt hat. Okay, dann geht's los. Dann bewegen wir uns natürlich mit den Joysticks in die Richtung, wo wir hin müssen und schauen mal, was hier passiert. Sie wollen, dass wir uns die Waffe schnappen und die Creeps wegschießen. Könnt ihr mit dem linken oder rechten Trigger am Controller selber drücken, um dann halt den Schuss auszuführen. Your XP is shown on the XP bar and lets you level up. Pick up the dropped crystals to gain extra credits. Genau, da oben ist die EP-Leiste 0 bis 400 und wenn ihr die voll habt, werdet ihr ein Level aufsteigen. Genau, hier ist das Magazin, das packt ihr euch von der Gürtelseite aus dran und ja, so könnt ihr die Creeps zerstören. So könnt ihr auf den Taste B ranziehen und könnt euch eine zusätzliche Fähigkeit geben. Wir nehmen mal das Schild. Hand nach außen und auch wieder hinten den Trigger drücken, positionieren und mit dem anderen Triggerpoint drücken und dadurch ist dann euer Schild gesetzt worden. So, wir sollen unseren Creeps, das nennt man Creeps, sollen wir folgen in die Schlacht zum nächsten Turm. Hier haben wir die Map. Und auch Schaden. Sie wollen, dass wir die Heilung skillen. Wir skillen die Heilung und können dadurch mit der linken Hand, wie ihr seht, auch meine Creeps heilen oder halt auch Gruppenmitglieder. Und die letzte Fähigkeit ist die Bombenfähigkeit. Die können wir dann hier ziehen und werfen und die macht massiven Schaden und Stun zusätzlich. Wir heilen mal unsere Creeps. Und werden jetzt zum Tower gehen, wo es jetzt wieder leuchtet. Und hier haben wir den gegnerischen Tower. Wir sollen den Tower zerstören. Und schießen immer auf den Diamanten oben oder unten. Kann man ausschießen. Hier ist auch eine Angriffsfläche. Auch für Nahkämpfer. Und damit haben wir ihn zerstört. Well done. Enemy tower destroyed. Training complete. See you in battle. Wie ihr gesehen habt, ist das die Hauptbasics, die man mitbringen muss. Man fängt auch mit ATG Jones an. Wie gesagt, ihr könnt die Waffe greifen. Ihr könnt euch ein Magazin von den Gürtelseiten nehmen. Auf der linken Seite ist mein Magazin, je nachdem wie ihr das einstellt, ob links oder rechts. Einfach nur dran gehen lassen, den hinteren Trigger. Und auf der anderen Seite ist die Granate. Wie ihr seht, befinden wir uns jetzt in der Sandbox. Die Sandbox ist so aufgebaut, dass ihr auf der einen Seite alle Helden seht, die es momentan gibt. Und auf der anderen Seite Dummies stehen, um halt die Helden auszuprobieren, bevor ihr vielleicht euch für einen am Anfang entscheidet, den ihr kaufen wollt. Könnt ihr hier in der Sandbox den jeweiligen Helden ausprobieren, austesten. Genau, wir können es ja mal ganz kurz machen. Hier ist auch der neue Charakter, Kali. Genau. Und wir nehmen einfach mal den HBV. Wir gehen einfach dran. Wir sehen auch auf der linken Seite, was er ist. Speed, Armory, Damage. Was kann er gut, was kann er weniger gut. Und auf der rechten Seite haben wir auch nochmal die Attacken, die er ausführen kann. Drückt ihr einfach auf Try und dann seid ihr, ja, die Person, der Held. Könnt auch ein Tutorial starten
um von Anfang an alles beigebracht zu bekommen. Oder ihr skippt einfach, um einfach hier in der Sandbox selber zu bleiben. Genau, und wie ihr seht, könnt ihr dann hier auch die Attacken skillen. Ihr könnt Side-Quests, Side-Attacks skillen, dass ihr höher springt oder denjenigen länger stunt, den Cooldown verringert, mehr Schild bekommt, mehr Schaden verursacht und all solche Sachen. Genau. Das sind so die Fähigkeiten von HBV. Einmal Rapid Fire, also ein schnellerer Schuss, 20 Sekunden lang, der sich dann wieder auflädt. Dann Nitro Jump, damit kann man jemanden stunnen. Und Artillerie Strike, damit kann man AOE Damage machen auf die Masse. Genau, das dazu. Von daher, hier könnt ihr euch einer dieser Helden aussuchen und ihn testen, um ihn dann danach eventuell dann durch Charts zu erwerben, zu kaufen. Okay. Da drüben ist ein Group Game, da kann man reingehen, um gegen AI zu kämpfen, auch mit Freunden Gruppen zu organisieren, zu üben, Strategiepläne durchzuführen. Und wenn wir hier durch dieses Tor gehen, kommen wir wieder zurück ins Hauptmenü. Und das werden wir jetzt auch tun. So Leute, dann sind wir wieder in dem Hauptmenü und werden uns den Bereich Advanced anschauen. Alright, let's pick up where we left off. Besides skills, you can unlock additional masteries when you reach levels 5, 10, and 15. To open the mastery window, hold B, aim at the triangular button, press the trigger, then point at the mastery you want and pull the trigger again. Ja, genau. Ich mach das mal leise. Ja, hier befinden wir uns jetzt in dem Bereich Advanced. Hier werden uns nochmal demjenigen beigebracht, der das hier ausüben will, wie das Ganze hier funktioniert. Ihr drückt erstmal auf den B-Knopf, dahingehend könnt ihr eine Side-Attack euch aussuchen. Diese Side-Attacks werden immer dann aktiviert, wenn ihr Level 5 erreicht, wenn ihr Level 10 erreicht und wenn ihr Level 15 erreicht. Könnt ihr eine zusätzliche Fähigkeit skillen. Genau, wir nehmen mal Magazin, statt 30 Schuss machen wir 60 Schuss. Und ziehen auch die Waffe, ziehen das Magazin, stecken es unten dran und wir haben 60 Schuss. Weiter geht's. Wir nehmen jetzt das Portal ein, das heißt, auf beiden Seiten der Map gibt es jeweils solch ein Portal. Wenn man sich davor steht, draufsteht, eine längere Zeit, werden die Glyphen freigeschalten und man bekommt das Portal, was direkt zu eurer Base führt. Also so gesehen eine Abkürzung. Genau, wir gehen durchs Portal und befinden uns jetzt in unserer Base. Wir sind jetzt direkt in unserer Base am Core und gehen zu unserem Attribut-Shop, der sich auch dort befindet, wo der Friedhof ist. Das heißt, wenn man auf der Map irgendwo stirbt, wird man in der Hauptbase respawned und kommt genau am Shop raus. Das ist unser Kern, der muss verteidigt werden. Das ist der Kern auch, der im Team Rot, im Chaos-Bereich ist, der zerstört werden muss von unserer Seite aus. Wir gehen zum Shop. Wir drücken die Taste X, um dann das Fenster aufzumachen, wo sich unsere Attribute befinden. Wir gehen hier mal jetzt schön alles gemeinsam durch. Guckt es euch einfach mal an. Als allererstes befinden wir uns im Dev-Bereich. Der Dev-Bereich ist dafür da, um halt Schaden zu reduzieren. Hier fangen wir zum Beispiel an mit 4% weniger Schaden auf Arkan-Schaden. Dann auch 4% weniger auf AOE-Effekte,
Wir haben Vampirberührung, was 10% unseres Schadens uns selbst heilt. Wir haben Schildenergie plus 50 Units, das heißt, dass man 500 Units, dass man weniger Schaden bekommt. Wir haben Omniward, wir haben 4% auch gegen jeglichen Schaden. Wir haben 4% gegen Energiedamage, den man auch bis 5 mal hochstacken kann, also 4 mal 5 Karten. Und dann haben wir Void Shield, was auch nochmal Immunität gegen Void-Schaden absorbiert. Und Thorn, die Chance, dass man halt nicht gestunt wird. Wir kommen zu dem Bereich Attack. Im Attack-Bereich gibt es Fury Cleave, 5% mehr Schaden auf dem gesamten Damage, kann man auch 5 mal doppeln. Wir haben Silent Cleave, damit hat man eine 15% Chance, den Gegner 10 Sekunden lang zum Schweigen zu bringen, sehr effektiv gegen Supporter und Heilungsklassen, aber auch gegen Caster. Wir haben All Attacks with Target in Range, das heißt in 10 Metern machst du 10% mehr Schaden. Und genauso Distance, du machst 10% mehr Schaden, wenn du außerhalb von 10 Metern bist. Hier haben wir Slowburn. Hier hast du eine 15% Chance, dass du jemanden an dem Boden fixierst, also verlangsamst. Und Stun Chart, dass du jemanden 15% Chance, 1,5 Sekunden jemanden betäubst. Genau, das zu den Schadensattacks. Dann kommen wir zu dem Bereich Wisdom. Wisdom ist so aufgebaut, dass man zum Beispiel mit der Karte 5% mehr heilt, kann man auch 5 mal stapeln. Hier kann man 3,5% schneller XP farmen, kann man auch 5 mal stapeln. Hier hat man die Distanz auf der Minimap 20% mehr Sicht zu haben, kann man 5 mal Prozent mehr stapeln. Wie ihr seht, ich mache mal das hier groß. Sind die Felder hell und die anderen sind dunkel. Die dunklen Felder würden sich erhellen, umso mehr man da reinskillt. Dadurch hat man bessere Sicht auf seine Gegner, weil wenn die Gegner in diesen dunklen Bereichen sich befinden, sieht man die Gegner nicht. Das heißt aber, wenn man sich umso mehr in diese Fade-Karte sich bewegt, umso mehr wird sie erschlossen und hinter dir wird sie wiederum geschlossen, sodass man immer einen gewissen Radius an Gegnern sieht. Wir kommen zu der Runenkarte, die gibt uns 5% mehr Charts. Also man muss hier Charts sammeln, Diamanten, indem man Creeps zum Beispiel tötet. Die werfen Diamanten ab und hier hast du halt 5% Erhöhung auf die Diamanten, die du sammelst, um dir dann halt auch schneller Karten, Attribute zu kaufen. Genauso kommen wir zum Phoenix Store. Phoenix Store ist ein Respawn, der alle 10 Minuten Cooldown hat. Du wirst so gesehen, wenn du stirbst und wirst hier gespawnt, bist du sofort am Leben wieder. 10 Minuten Abklingzeit. Haste Rune heißt, wir können 5 mal 5% Speed skillen, dass wir uns schneller bewegen. Und wir haben Phantom Spring, das heißt, dieser Shop, den ihr hier seht, könnt ihr mitnehmen. Also mit aufs Schlachtfeld. Das heißt, ihr skillt die Karte, ihr drückt auf X während des Schlachtfelds und dann wird euch dieses Menü geöffnet und ihr könnt unterwegs gehen, ohne wieder in eure Base zu müssen. Genau. Dann kommen wir zu Active. Active sind größere Attacken. Wie ihr seht, die kosten auch einiges. 3000 bis 4000 Charts, Kristalle und die haben auch alle unterschiedliche Fähigkeiten. Hier hat man 30% mehr Schaden. 30% mehr Schaden in 5 Sekunden, hat 60 Sekunden Abklingzeit. Hier ist man 4 Sekunden lang immun. Hat auch 60 Sekunden. Die werden ja alle 60 Sekunden haben. Hier kann man aus einer Bewegungskontrolle entfliehen. Also zum Beispiel, wenn man betäubt ist, kann man damit dann aus der Betäubung raus. Hier hat man 30% schnelleres Rennen für 5 Sekunden. Und hier ist man 3 Sekunden Stun-immun. Genau, das dazu. Dann haben wir im letzten Bereich Consumable, haben wir einmal Homeward Rune, das heißt, wenn ihr die benutzt, könnt ihr, egal von wo ihr auf dem Feld steht, die benutzen und ihr seid wieder hier in eurer Base. Es teleportiert euch zurück wie ein Ruhestein. Free Farm Boost, Boost Attack on Creeps um 50%. Also ihr macht 50% mehr Schaden auf Creeps in 30 Sekunden. Könnt ihr auch bis zu 5 mal skillen. Oblivion
7000 Schaden, indem ihr sterben solltet. Ihr sterbt und explodiert und alle, die drumherum stehen, sterben wahrscheinlich dann mit oder bekommen enormen Schaden. Und hier haben wir noch Research Schild bei 30%, 30 Sekunden. Ja, genau. Wir nehmen also die Home-Word-Rune, packen die uns zur Seite und wir sollen zum nächsten Punkt laufen. Der befindet sich natürlich hier drüben. Hier leuchtet es ja auch schön. Und da laufen wir jetzt mal hin. Und jetzt drücken wir die Taste B, schnappen uns die Karte und porten uns wieder zurück. So, dann, die wollen, dass wir jetzt zum Jump Pad gehen. Das werden wir jetzt auch tun, weil in der Base selber gibt es Jump Pads, um sich schneller nach vorne zu bewegen. Und hier wird uns auch jetzt gleich das erste Jump Pad gezeigt. Das befindet sich hier. Indem wir einfach durchlaufen, wird man automatisch zum nächsten Jump Pad befördert. Hier befinden wir uns am Brunnen. Der Brunnen ist dafür da, um sich selber zu heilen. Energy is spent when you charge your shield, and it slowly regenerates over time. Get close to the fountain, and your shield will start recharging. Genau. Also, wie ihr seht, auf der linken Seite da unten ist unsere Energieleiste, die blaue, und wenn wir uns dem Brunnen nähern, werden wir geheilt. Now you know how to replenish your energy during a fight. Now let's go over vision obelisks. There are 2 vision obelisks placed on the cliffs in the center of the map. Follow the nav points all the way to the closest obelisk. Wichtig hierzu noch zu sagen ist, der Brunnen ist nicht unendlich zu benutzen. Das heißt, umso öfters man ihn benutzt, egal ob es der gegnerisches Team ist oder unser Team, der geht leer und braucht dann auch eine gewisse Zeit, bis er sich wieder aufladen kann. Genau, dann gehen wir eins weiter. Und gehen in die Mitte der Map zu dem Obelisken. Um diesen freizuschalten, müssen wir auf den oberen Ebenen die Türme tappen, also für uns flaggen, um ihn frei zu bekommen. Dazu müssen wir uns auf diese Plattform stellen und unsere Farbe blau. Übernimmt den Turm. Genau. Genau, der nächste Schritt ist dann runter in die Arena. Ich würde euch empfehlen, das nicht alleine zu tun, sondern das mit eurer Gruppe zu machen. Dahingehend ist es wichtig, dass ihr die Diamanten am unteren Ende des Titans zerstört. Right now the Titan is sleeping, but as soon as you attack it, it will start attacking you. Be careful. In a real game, you'll need at least 2 players to deal with it. To defeat the Titan, you must damage all of its crystals 3 times. Now, you only need to damage 2 crystals. Attack it! So. So macht man dann, sage ich mal, die Diamanten kaputt. Am besten ist immer mit einem Tank und mit einem Heiler eventuell hier zu sein, damit einer, sage ich mal, so ein bisschen die Aggro hält und der andere natürlich die Gruppe heilt und der Damage-Dealer dann mit dem Tank zusammen die Diamanten an dem Titan zerstört. Wenn dieser Titan dann zerstört ist, geht dann diese Box hier auf, indem man einfach dann hier reingeht, kann man dann diesen Titan, ja, übernehmen. Jetzt bin ich der Titan. Bewegen tut ihr euch genauso wie auf Skiern. Nach unten, Trigger halten und sich nach vorne ziehen. Dann wieder nach unten, halten die Trigger und nach vorne ziehen.
Das erfordert natürlich auch Übung, besonders dann, wenn es in so einer Schlacht darum geht, schnellstmöglich zu gewinnen. Auch den vorderen Trigger drücken, um den Fireball zu starten, und dann können wir den werfen. Und genauso auch mit der anderen Hand. So wird dann, sage ich mal, der Titan benutzt. Das ist Advanced, also zum Schluss wisst ihr jetzt, wie das Ganze funktioniert. Ja, wir befinden uns jetzt wieder in der Sandbox, und ich möchte jetzt nochmal kurz auf die Map selber eingehen und euch da nochmal ein bisschen was zeigen, damit das alles ein bisschen schlüssig ist. Und zwar, wenn wir Team Blau sind, Order, ist unten auf der linken Seite unsere Base. Das Team Chaos Rot ist oben die Base. Die einzelnen Würfel, Vierecke, die ihr seht, sind die Türme. Die grünen Kreuze sind die Brunnen, wo man sich heilen kann. Und die vereinzelten goldenen Symbole sind Jungles. Das sind größere Creeps. Und wenn man diese größeren Creeps zerstört, bekommt man Bonus-Attribute. Dass man weniger Schaden erhält, dass man mehr Schaden macht. Also die tun einen dahingehend unterstützen. Die spawnen auch immer nur ab einer gewissen Zeit immer mal. Dann sind die wieder weg und dann spawnen die nach einer gewissen Zeit wieder. Und wenn man die natürlich mitnimmt, dann stärkt man das gesamte Team durch die Attribute, die man dann freischaltet, indem man diese Jungles killt und dann diese Cores, diese Herzen, die sie fallen lassen, einsammelt. Genau, also die Aufgabe eures Teams ist es, die Türme der gegnerischen Mannschaft zu zerstören, die Creeps zu zerstören, um Kristalle zu sammeln, wiederum aber auch die Jungles zu killen, damit man bessere Attribute hat, um sich dann dementsprechend vorzukämpfen bis zu dem Core des gegnerischen Teams, um das dann anschließend zu zerstören. Hilfe kann immer sein der Titan, der in der Mitte ist. Der ist sehr hilfreich. Und natürlich auch die Arena, der Crystal, der auch alle, ich weiß nicht ganz genau, wie viele Minuten der offen geht. Das ist die Arena. Dort kann man dann auch eintreten, um dann in der Arena mehrere Creeps zu killen, um dann dort genau Coins zu sammeln, damit dann eure Creeps, die von eurer Base auslaufen, gestärkt werden. Also die werden mehr Schaden leisten und können dadurch auch mehr Schaden am Turm ausüben oder halt auch die anderen Creeps von der gegnerischen Team schneller zerstören. Genau. Also in der Arena selber wird immer sehr oft gefightet an dem Titan, da wo wir uns jetzt hier auch befinden in diesem Übungsszenario. Dort wird viel auch gekämpft, um den Vorteil des Titans zu erlangen. Und genauso ist es auch, die einzelnen Jungle-Gruppen zu bekommen, um halt das gesamte Team auch zu buffen und zu stärken. Um dann natürlich schnellstmöglich den anderen Core zu zerstören. Es ist ein Zeitstrategiespiel, ein MOBA-Game. Genau, das dazu. Ja, das war's jetzt erstmal von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr konntet einige Erfahrungen in diesem zweiten Teil, in dem zweiten Tutorial sammeln. Wenn ihr natürlich Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, schreibt mir selber, invitet mich über Meta, dann können wir auch zusammen zocken. Ihr seid auch herzlich gerne eingeladen, unserer Community Morgenstern beizutreten. Das findet ihr unter Community Beta direkt selber im Meta oder auch über meine Verlinkungen bei YouTube oder halt auch bei Twitch. Genau. Joint mit zu, habt Spaß, das Spiel macht mega Fun, es ist sehr, sehr cool. Und der dritte Teil wird auch noch kommen. Das wird rein nur darum gehen, wie dann das gesamte Spiel abläuft. Ich werde euch dann so gesehen einmal das komplette Gameplay zeigen von einem Battleground und dahingehend euch auch dann nochmal genauer zeigen. Die Jungle, die Arena, den Obelisk, die einzelnen Türme und natürlich die Zerstörung des Cores und was man dann halt noch so beachten muss, werde ich euch dann in einem separaten dritten Teil auch noch zeigen.
Genau, also ich wünsche euch einen schönen Tag, habt noch viel Spaß. Vielleicht sieht man sich ja in Starford und es hat mich gefreut. Hier war euer Aratosch und ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao.